Hallo zusammen. In diesem Video sehen wir uns an, wie man in Planter Project Datensätze mit Hilfe von Drag and Drop kopieren und verschieben kann. Wir befinden uns im Modul Terminplan. Hier haben wir bereits einige Beispielvorgänge erstellt. Zuerst möchten wir einen Vorgangsdatensatz mit Hilfe von Drag and Drop kopieren. Standardmäßig ist das Drag and Drop Kopieren in Planter Project so eingestellt, dass einzelne Daten aus einem Feld in ein anderes Feld kopiert werden. Um ganze Datensätze kopieren zu können, müssen wir zunächst die Einstellung ändern. Klicken Sie hierfür auf den Menüpunkt Bearbeiten und wählen Sie die Option Drag and Drop Kopieren aus. Hier sehen Sie 4 Kopieroptionen. Die ersten 3 Kopieroptionen zeigen wir in einem anderen Video. Für unseren Fall in diesem Video wählen wir daher die 4. Option, Datensätze, aus. Wir möchten eine Kopie des Vorgangs B unterhalb des Vorgangs D erstellen. Hierfür halten wir auf dem Vorgang B, den wir kopieren möchten, Steuerung und die linke Maustaste gedrückt und ziehen ihn dann zwischen die Vorgänge D und E. Hierbei erscheint unter dem Vorgang D eine dunkelblaue Linie, die die Zielposition für den neuen Vorgang markiert. Wenn Sie nun die linke Maustaste loslassen, wird ein weiterer Vorgang B unter dem Vorgang D erzeugt. Dabei werden die Parameter des Quellvorgangs bis auf die ID in den neuen Vorgang übernommen. Unseren neuen Vorgang nennen wir Vorgang B2. Im zweiten Schritt werden wir uns nun das Verschieben von Datensätzen anschauen. Beim Verschieben wird kein neuer Datensatz erzeugt, sondern ein bestehender an eine andere Stelle bewegt. Zum Verschieben eines Datensatzes verwenden wir nicht die Tastenkombination Steuerung und linke Maustaste, sondern stattdessen Shift und die linke Maustaste. Wir möchten den Vorgang C unter den Vorgang E verschieben. Hierfür halten wir auf dem Vorgang C, den wir verschieben möchten, Shift und die linke Maustaste gedrückt und ziehen ihn dann unter den Vorgang E. Auch hier erscheint unter dem Vorgang E eine dunkelblaue Linie. Wenn Sie nun die linke Maustaste loslassen, wird der gewählte Vorgang C unter den Vorgang E verschoben. In beiden Fällen haben wir Vorgänge auf der gleichen Ebene kopiert und verschoben. Sie können die Drag-and-Drop-Optionen aber auch nutzen, um Vorgänge anderen Vorgängen unterzuordnen, also um eine hierarchische Vorgangsstruktur zu erzeugen. Beim Unterordnen wird die Zielposition für das Kopieren oder Verschieben nicht unterhalb oder oberhalb, sondern auf einem Zielvorgang gewählt. Wenn Sie beispielsweise mit Steuerung und der linken Maustaste die Vorgänge E und C markieren und diese dann mit Steuerung und der linken Maustaste auf den Vorgang A ziehen, werden Kopien der Vorgänge erstellt und die Kopien werden dem Vorgang A untergeordnet. Die neuen Vorgänge benennen wir um in E2 und C2. Nun klicken wir auf die Schaltfläche PSP-Code bilden, um die IDs, also die PSP-Codes für die neuen Vorgänge zu erzeugen. Dadurch sehen wir, dass sich die neue Struktur auch in den PSP-Codes widerspiegelt. Die untergeordneten Vorgänge bekommen den PSP-Code 1.1 bzw. 1.2. Um die kopierten Vorgänge wieder auf die obere Ebene zu verschieben, können wir diese markieren und mit Shift und der linken Maustaste beispielsweise über den Vorgang A ziehen. Wenn wir die Tasten dann loslassen, werden die Vorgänge ausgerückt und sind keine untergeordneten Vorgänge mehr. Wenn wir nun alle Vorgänge kopiert und verschoben haben, klicken wir noch einmal auf die Schaltfläche PSP-Code bilden. Dadurch erhalten all unsere Vorgänge den passenden PSP-Code. Die gezeigten Optionen können Sie auch nutzen, um komplexere Vorgangsstrukturpläne zu erstellen. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen noch ausführlicher in einem weiteren Video. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe brauchen, schauen Sie in unserer Online-Hilfe nach oder melden Sie sich beim Support. Unser Team freut sich darüber, Ihnen weiterhelfen zu können. Dankeschön, dass Sie sich für Planter entschieden haben.